Und genau in diesem Moment, wo ich dachte, alles ist vorbei, kam ein Anruf. Ich hatte meine Chance. Ein Bundesliga-Trainer nimmt sich Zeit für mich. Und ein paar Monate später wollte mich mein Verein loswerden. Nicht wegen Talent, sondern wegen mir. Ich war damals 19 Jahre alt, neu in Berlin, ohne Selbstvertrauen und plötzlich sitzt ein Bundesliga-Trainer vor dir und fragt, was los mit dir? Und ich hatte keine Antwort. Und genau da fing alles an schief zu gehen. Ein paar Wochen später war er weg, dann wieder neuer Trainer, neue Hierarchie und ich stand wieder bei Null. Und wenn du sowieso schon kein Selbstvertrauen hast, ist ein Trainerwechsel das Schlimmste, was dir passieren kann. Ich wollte mich wieder neu beweisen und zeigen, dass ich dazugehöre. Aber jedes Training wurde zum Beweis dafür, dass ich aktuell nicht gut genug bin. Ja, und was soll ich sagen? Ich war jung, naiv, neu in Berlin und ich habe halt wirklich Fehler gemacht, die ein Profi nicht machen sollte. Ich habe mich dann leider auf die falschen Dinge konzentriert und ich hätte Nein sagen müssen, aber das habe ich leider nicht gemacht. Ja, und mein Trainer hat es auch sehr schnell gemerkt, dass ich nicht 100% bei der Sache bin. Manchmal merkt man erst später, wie sehr man sich selbst verändert hat. Und dann kam der Tag, wo ich ins Büro gerufen wurde. Und ich wusste, es gibt keine Ausreden mehr. Ja, und dann kam der Sportdirektor mit rein. Da wurde mir leider mitgeteilt, dass ich den Verein wechseln soll. Sie wollten den Vertrag mit mir auflösen. Ich konnte das zu diesem Zeitpunkt auch vollkommen verstehen, da ich habe halt nicht performt. Ich hatte wirklich kein Selbstvertrauen zu der Zeitpunkt. Kam noch dazu, dass die einen Linksverteidiger gesucht haben. Ich halt natürlich kein Linksverteidiger war, sondern Außenspieler, also Offensivspieler. Ja, und da ist wieder eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, ich komme hier nach Berlin. Ich kann mich wieder zeigen, ich kann mich komplett auf Fußball konzentrieren aber leider kam mir alles ganz anders. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr eigentlich wisst, ihr könnt viel mehr, aber euch selbst im Weg steht? Schreibt mir ehrlich in den Kommentaren, ob ihr das kennt. Ja, und in diesem Moment hätte ich natürlich aufgeben können, wo mitgeteilt wurde, dass ich den Verein wechseln soll. Aber ich habe trotzdem versucht, mein Bestes zu geben. Ja, und an dieser Stelle hätte auch meine fußballerische Laufbahn beendet sein können. Das hätte mich auch komplett brechen können, aber ich habe trotzdem nicht aufgegeben, versucht positiv nach vorne zu blicken. Aber diesmal stand halt kein Trainer in dem Weg, sondern ich mir selber. Ja, und wie die Zeit dann vergeht, also es ist dann ein Jahr vergangen, ich bin trotzdem geblieben, ich habe den Verein nicht gewechselt. Ich habe auch mitgeteilt, dass ich bleiben werde und kämpfen werde, egal was mir gesagt wird, egal ob der Trainer nicht auf mich setzt. Also ich wollte auf gar keinen Fall aufgeben und für mich selber so schlecht dazustehen. Ja, und dann kam der Moment, wo ich dann einen Anruf bekommen habe aus Fürstenwalde, FSV Fürstenwalde. Die haben damals auch in der Regionalliga gespielt, also in derselben Liga. Also bin ich dann für viel weniger Geld nach Fürstenwalde gewechselt. Dort habe ich dann wieder gelernt, dass Fußballer sein nicht so einfach ist. Ja, ihr müsst euch das dann vorstellen, ich bin dann nach Fürstenwalde gewechselt, habe viel weniger verdient, ich konnte nicht mehr so gut leben wie in Berlin. Man ist von der Großstadt dann auch wieder weggezogen in eine kleinere Stadt. Ich bin dann in Fürstenwalde ganz gut angekommen. Die Jungs haben mich super aufgenommen, als ich neu dazugekommen bin. Und dann fing der Fußball wieder von vorne an, wieder von Null. Aber diesmal wusste auch der Trainer, dass ich Offensivspieler bin und hat mich dann auch offensiv eingesetzt. Habe dann auch viel mehr Spiele gemacht als davor. Also bei BAK habe ich glaube, 3 oder 4 Spiele gemacht und ich bin nicht mal auf 90 Minuten gekommen. Also insgesamt gerechnet. Das ist schon sehr, sehr traurig. Im Fürstenwalde, ich habe dann auch wieder Tore geschossen, habe dann von Tag zu Tag immer besser zu mir selber wieder zurückgefunden, habe dann auch viel mehr Selbstvertrauen bekommen, bin super mit den Jungs ausgekommen. Aber die Zeit im Fürstenwalde war auch nicht so einfach, wie sich das jetzt anhört, weil man hatte wirklich sehr wenig Geld auch zum Leben. Man hat gefühlt nicht nur gelebt, sondern man hat nur überlebt, also wortwörtlich. War wirklich eine sehr schwierige Zeit, da habe ich dann auch selber gelernt, wie schwer es ist, vom Fußball zu leben. Aber ich war trotzdem sehr positiv. Ich dachte, geil, ich kriege mehr Spiele, mehr Spielzeit, ich kann mich mehr zeigen. Ich muss jetzt nur noch Tore machen. Tore. Und dann vielleicht kommt nochmal ein Verein auf mich zu und ich kann den nächsten Schritt dann wieder nach oben machen. Und ja, ich war insgesamt 2 Jahre dort, habe dann, ich glaube, in der Saison 5 Tore gemacht. Es ist okay. Aber für meine Verhältnisse war das wirklich sehr gut, weil ich, wie gesagt, davor sehr wenig Spielzeit hatte. Und nach 2 Jahren ist dann mein Vertrag ausgelaufen. Ich war dann sehr, sehr aufgeregt und ich wollte damals nicht dort bleiben, sondern ich wollte wirklich eine neue Chance kriegen, eine bessere Chance und mich auch weiterentwickeln, um weiter nach oben zu kommen. Ja, und die Zeit verging, dann habe ich immer wieder gesehen, dass sehr viele Spieler zu der Zeitpunkt auch gewechselt sind. Also nicht nur von meinem Verein, sondern auch in der Liga. Und ich dachte in diesem Moment, boah, jetzt müsste wirklich was Krasses kommen. Jetzt muss was Geiles kommen, wo ich mich wieder neu beweisen kann, wieder Gas geben kann und wieder nach vorne komme. Aber wirklich Tage vergingen, Wochen vergingen und ich hatte kein gutes Angebot bekommen, beziehungsweise
Es gab dann keine Vereine, wo ich mich dann gesehen habe, wo ich dann dachte, geil, hier kann ich mich entwickeln, das ist ein besserer Verein. Aber eines Tages habe ich dann einen Anruf bekommen von meinem ehemaligen Mitspieler von Fürstenwalde. Der ist dann zu BFC Dynamo gewechselt, der hat dort schon gespielt. Und er hat mich dann gefragt, was ich mache in diesem Sommer, ob ich schon einen neuen Verein hätte, wie es bei mir so aussieht. Und dann habe ich natürlich meine Story erzählt, ja, ich will den Verein wechseln, ich habe noch keinen Verein. Dann kam ich ins Gespräch mit BFC Dynamo. Und zu der Zeitpunkt war ich in Bulgarien, habe Urlaub gemacht, habe mich aber trotzdem fit gehalten. Und das ging dann wirklich sehr schnell. Also innerhalb von einer Woche bin ich dann nach Berlin geflogen. Ich habe mich mit den Verantwortlichen getroffen. Das Gespräch lief alles super und ich habe dann für BFC Dynamo unterschrieben. Und dann beging auch meine beste Zeit in meiner fußballerische Laufbahn. Ich war dann natürlich wieder in Berlin, aber das Gute dabei war ja, dass ich schon einige Spieler kannte, mit denen ich auch schon in der Jugend zusammengespielt habe. Das hat meine Zeit wirklich sehr vereinfacht. Ja, und die erste Saison verlief auch ganz gut. Ich habe auch öfter mal wieder von Anfang an gespielt. Ich habe meine Chance wieder bekommen und auch genutzt. Ich habe auch Tore geschossen. Und dann kam Covid. Und ihr wisst, wie es da war. Also in der Regionalliga hat man einfach kein Fußball mehr gespielt. Also da war alles komplett zu. Kein Training, kein Spiel, gar nichts mehr. Ja, und das Problem dabei ist es auch, dass du als Fußballer dann wirklich ein Jahr komplett verlierst. Also du hast keine Spielpraxis, du hast keine Spiele. Man sagt ja, als Fußballer hast du nicht so viel Zeit. Und in dieser Zeit ohne Fußball habe ich dann versucht, auch andere Wege zu finden, Geld zu verdienen, muss man sagen. Also habe ich mir beigebracht, Online-Shops aufzubauen. Ich habe irgendwelche Dropshipping gemacht. Ich habe alles Mögliche versucht. Auch wenn ihr sagt, dass Dropshipping scheiße ist, also ich kann das schon in den Kommentaren lesen. Aber was sollte man machen in der Zeit? Also ich habe mich super beschäftigt und ich habe dann versucht, nebenbei noch was aufzubauen. Ja, die Zeit war wirklich sehr schwer, weil du hast keine Spielpraxis und als Fußballer hast du nicht so viel Zeit. Aber man muss dazu sagen, als Team sind wir dann wirklich zusammengeformt. Also wir haben wirklich sehr viel Zeit verbracht, auch außerhalb vom Fußball. Und wir sind in dieser Zeit wirklich zu einer richtigen Mannschaft geworden. Und weil bei den meisten Spielern die Verträge ausgelaufen sind, hatten dann gefühlt alle verlängert. Also ich kann euch jetzt keinen Spieler sagen, der zu der Zeitpunkt nicht verlängert hat. Und dann ging die beste Zeit erst richtig los. Wir haben direkt die ersten Spiele in der neuen Saison haben wir alle gewonnen. Wir haben gegen Vereine wie Cottbus gewonnen. Da stand bis zum 87. Minute 1-1 und ich habe in der 90. plus 4 habe ich das entscheidende Kopfballtor gemacht. Die Nachspielzeit, nochmal Freistoß für den BFC getreten von Blum. Toni Stahl mit der Faustabwehr, allerdings genau zentral, die Flanke von Siebeck. Und da ist Andor Boliki. 2:1 der Siegtreffer für den BFC in der allerletzten Sekunde. Und ich glaube, viele wussten noch gar nicht, was da genau passiert, aber das hat uns komplett verändert als Mannschaft. Das hat uns dann als Mannschaft noch mehr zusammengeführt und hat uns einen Motivationsschub gegeben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Du siehst, was für eine Energie in dieser Mannschaft ist und in diesem ganzen Club. Als in der letzten Sekunde das Tor fällt, das ist der zweite Spieltag. Das bedeutet gar nichts am Ende, wo du jetzt stehst. Ja? Aber was für eine Energie in dieser Mannschaft ist, dass sie alle auf den Platz rennen und völlig die Fassung verlieren. Und ab dieser Zeitpunkt sind wir komplett durchmarschiert. Komplett marschiert. Wir haben gefühlt jede Woche gewonnen. Ich habe dann meine beste Saison gespielt. Ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht alle Spiele von Anfang an gemacht, aber ich habe mich dann nicht beleidigt gefühlt. Ich habe das auch nicht persönlich genommen, sondern ich habe mir dann gedacht, wenn ich nicht spiele, dann pass auf, wechsel mich ein und ich mache wieder ein Tor. Und genau so ist es auch gekommen. Ich habe dann, glaube ich, 7 oder 8 Tore nur durch Einwechslung gemacht. Also ich wurde eingewechselt und habe das entscheidende Tor gemacht oder habe ein wichtiges Tor geschossen. Und ja, in dieser Saison habe ich 16 Tore gemacht. Dynamos zeigen keine wirkliche Schwächephase, gewinnen auch nach dem Jahreswechsel 8 der ersten 10 Spiele. Es läuft. Ausrufezeichen am 31. Spieltag, der 3:1-Sieg in Chemnitz. Der Ungar Andor Boliki und Christian Beck entwickeln sich zum Top-Offensivduo der Liga, machen mit. Flanke kommt für Andor Boliki. Wir sind dann auch Erster geworden in der Regionalliga Nordost, was wirklich eine sehr krasse Leistung ist. Also wir sind Meister geworden, ich habe 16 Tore gemacht, alles sah perfekt aus. Aber im Fußball gibt es Momente, da bedeutet Platz 1 gar nichts. Denn wir mussten in die Relegation, weil in diesem Jahr gab es keinen Direktaufstieg, beziehungsweise keinen Direktaufsteiger aus der Regionalliga Nordost. 2 Spiele, 180 Minuten und deine ganze Saison ist wertlos, wenn du verlierst. Und ich dachte mir, das ist meine große Chance, endlich ins Profifußball zu kommen, beziehungsweise in die 3. Liga. Und wenn wir das nicht schaffen, dann war wieder alles umsonst. Ja, im Fußball passieren Dinge, was du dein ganzes Leben nie vergisst.
Und dann kam das erste Spiel zu Hause, volles Stadion und ich habe schon beim Aufwärmen gemerkt, irgendwas stimmt heute nicht. Wir waren nicht wir selbst, keine Aggressivität, keine Klarheit, nur Druck. Man hat gemerkt, dass wir Angst haben und Angst im Fußball wird bestraft. Also haben wir 2-0 verloren. Ja, und nach dem Spiel saßen wir in der Kabine, da hat gefühlt keiner geredet. Wir haben uns dann angeschaut und wir haben uns nicht wiedererkannt, als wären wir nicht selbst. Wir waren Meister und gerade haben wir gespielt, als hätten wir Angst vor uns selbst. Und dann kam dieser Moment. Irgendjemand hat dann gesagt, scheiß drauf. Es gibt immer noch 90 Minuten. Vergiss dieses Spiel, es gibt immer noch eine Chance. Wir wissen, was wir können. Und genau da ist dieser kleine Funke entstanden. Und manchmal reicht eine kleine Funke, um wieder zu glauben. 90 Minuten, mehr brauchen wir nicht. Und wenn es sein muss, sogar 120 Minuten. Rückspiel auswärts und wir waren bereit. Und dann sind wir in Oldenburg angekommen und du hast es von Anfang an gespürt. In der Kabine, beim Aufwärmen. Jeder war wach, jeder wusste, was er zu tun hat und wir können es heute noch schaffen. Wir sind auch richtig gut ins Spiel reingekommen. Und dann passierte etwas, was ich bis heute noch nicht erklären kann. Ein Abschlag vom Torwart, ein Ball, den ich so noch nie gesehen habe. Eine Idee, der Blick und der lange Ball auf Wegener. Vorbei an Wiegel. Ein Kontakt und plötzlich liegt er im Netz. Und für eine Sekunde war alles still. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben weiter Druck gegeben und dann kam auch der Ausgleich. Niklas Brandt. Das erste Tor in der Relegation für Dynamo. Und plötzlich hat wieder jeder daran geglaubt. Jungs, wir können es schaffen. Ich saß zu der Zeitpunkt auf der Bank und ich wusste, wenn ich eingewechselt werde, ich muss 100% geben und ich muss hier heute liefern. Der Trainer ruft meinen Namen, ich werde eingewechselt. Andor Bolicki soll es richten. Heiße Phase jetzt für die Berliner. Kein Tor in der besten Phase des Spiels und die Zeit, sie läuft davon. Aber Hoffnung gibt die üppige Nachspielzeit genug für 2 Treffer. Oldenburg macht's gut bis zum Ballverlust in der 96. Minute. Bolicki abgefälscht, drin. Und ich treffe. 2-1. Und auf einmal war der Traum wieder da. Wir wussten, ein Tor noch, nur ein Tor und wir sind in der Verlängerung. Ein Tor für eine ganze Saison harte Arbeit. Wir hatten Chancen, Pfosten, Latte, Kopfball aus kurzer Distanz. Aber der Ball wollte einfach nicht reingehen. Und manchmal reicht ein bester Moment einfach nicht. Abpfiff. Sie feiern und wir sitzen da und versuchen zu verstehen, was gerade passiert ist. Meister, 16 Tore und trotzdem kein Aufstieg. Und in diesem Moment habe ich verstanden, dass Fußball dir alles geben kann und im nächsten Moment dir alles nimmt. Ich habe getroffen, aber es hat einfach nicht gereicht. Und ich habe mich gefragt, wann reicht das endlich? Und in diesem Moment dachte ich mir, vielleicht war das meine einzige Chance, in die 3. Liga zu kommen. Nach dem Spiel saßen wir in der Kabine und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Männer weinen sehen, wie an diesem Tag. Wir haben alles gegeben und es hat trotzdem nicht gereicht. Und in solchen Momenten denkst du dir dann vielleicht, wir sind einfach nicht gut genug. Oder weiß nicht, aber wir waren komplett am Boden zerstört. Und vielleicht war das meine einzige Chance und ich werde es vielleicht nie schaffen. Ja, und die Tage vergingen, da habe ich es richtig realisiert, wir sind nicht aufgestiegen und ich war komplett am Boden. Und genau in diesem Moment, wo ich dachte, alles ist vorbei, kam ein Anruf. Und manchmal endet ein Traum genau, wo ein anderer beginnt. Ich hatte ein Angebot aus der 3. Liga. Und zu der Zeitpunkt hatte ich wirklich Zweifel, ob ich da bestehen kann. Aber ich wusste, jetzt werde ich herausfinden, ob ich wirklich Profi bin.